Hey ho Leute und willkommen zu einer neuen Folge The Stanley Parable, wo wir The meeting room. Yes, that's where Ja. everyone would be. erstmal das Stanley just Übliche needed tun. to get to the meeting room, and from then on, he would never be alone ever again. Ja, gehen wir mal. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Das machen wir doch sogar auch mal. Gehen wir mal links lang. Schauen mal. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go, oh no, 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 not again. I won't be part of this. I'm not going to encourage you. I'm not going to say anything at all. I'm just going to be patient and wait for you to finish whatever it is you enjoy doing so much in this room. Please take your time. Sagt dir noch was? Komm, sag noch was. Komm, du willst noch was sagen. Ich weiß, dass du noch was sagen willst. Komm schon. Komm schon. Jetzt? Okay, schade. Schade, schade. Würde ich sagen, Coming gehen to wir a mal weiter. staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Sieht anders aus als beim letzten Mal, wo wir da waren. Was gibt's hier? Ein Bad. Können wir aber nicht rein. Können wir hier wieder raus? Nein, können wir auch gerade nicht. Können wir hier raus? Nein, können wir auch gerade nicht. Gut, dann müssen wir wohl mal hier reingehen. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this. What dark secret was being held from him? What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number, 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. Ich will wieder gehen. Lass mich gehen. Ich will gehen. Was machst du denn, wenn ich zu lang brauche? Stanley just sat around twiddling his thumbs. Ah. Trying to input anything on the device was useless, since he could never possibly know that the combination was 2845. Hm. 2845. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. Stanley simply began entering random codes and forgot, but it turns out that the panel's emergency override kicked in, and the door just opened all by itself. And Stanley got the hell along with the story. Well, whoop-de-doo. Okay. Natürlich. Was auch sonst? Ja. Hab ich mir auch so gedacht. Der Fuck. Okay, ja. Mal schauen. Descending deeper into the building, Stanley realized he felt a bit peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. Gut. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Escape. Da geht's raus. Wir gehen mal hier raus.
Although this passageway had the word escape written on it, the truth was that at the end of this hall, Stanley would meet his violent death. Nein. Nein, nein. The door behind him was not shut. Stanley still had every opportunity to turn around and get back on track. Nein, At this point, flüchte jetzt. Stanley was making a conscious, concerted effort to walk forward and willingly confront his death. Ich will weiter. Hier geht's raus, habe ich gehört. Zumindest geht's zum neuen Ladebildschirm. Mal schauen, wo wir enden. Mal schauen, wo wir enden. We shall see. Yes, see. Oh Mann. Loading, 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 loading. Oh, wir fallen. Aua. Hi. As the machine whirred into motion and Stanley was inched closer and closer to his demise, he reflected that his life had been of no consequence whatsoever. Stanley can't see the bigger picture. He doesn't Vorne know ist der the Tod. real story, trapped forever in his narrow vision of what this world is. Perhaps his death was of no great loss, like plucking the eyeballs from a blind man. So he resigned and willingly accepted this violent end to his brief and shallow life. Farewell, Stanley. "Farewell, Stanley," cried the narrator, as Stanley was led helplessly into the enormous metal jaws. In a single visceral instant, Stanley was obliterated as the machine crushed every bone in his body, killing him instantly. Was? Was? Okay. The And yet Stanley it would Parable. be just a few minutes before Stanley would restart the game, back in his office, as alive as ever. What exactly did the narrator think he was going to accomplish? Okay. When every path you can walk has been created for you long in advance, death becomes meaningless, making life the same. Do you see now? Do you see that Stanley was already dead from the moment he hit start? Okay. Wir sind jetzt in einem kleinen Museum angekommen, wo es hier alle möglichen Bilder zum Beispiel gibt oder hier den Aufbau des Büros. Office Layout. Da ist unser Büro und da ist der Korridor und hier ist der Raum mit den 2 Entscheidungen. 2 Türen. Also eine Entscheidung. Yeah. Ey, der spielt solitär während der Arbeit. Ja, wir schauen uns einfach hier mal ein bisschen um. Buttons mit verschiedenen Geräuschen. Machen nicht immer dasselbe Geräusch. Okay, das ist merkwürdig, dass sie nicht immer dasselbe Geräusch machen. Hier sehen wir die Credits. Da und da und da. Ja. Habt ihr gelesen? Freut mich. Den Raum haben wir noch gar nicht gesehen. Auch wenn er in Wirklichkeit sowieso anders aussieht. Aber da waren wir noch gar nicht. Also, Spoiler. The Stanley Parable HD Remix. More endings, fewer endings, more narrators, fewer narrators, more Stanley, less Stanley. Nee, nee, nee. Was? Natürlich, die Warzone. Wer kennt sie nicht? Early in Development. Also früh in der Entwicklung haben wir ein Ende designt, wo Stanley im Kriegsgebiet gegen Aliens kämpfte am Ende. Das Action-Game... Warte.
Ja, also es war einfach zu merkwürdig und so weiter mit dem Erzähler dabei und außerdem, also dass sie das nicht, selbst nicht gut fanden, außerdem gab es Leute, die rein interpretiert haben, dass sie sich über Shooter-Spieler lustig machen, was sie gar nicht vorhatten. Aber sie hatten ein Ende, wo man einen Shooter gespielt hat. Narrator emails. After the second trailer we sent out, we asked people to email the narrator for questions. While we had initially planned to use these in further promotional materials, we never found the perfect use for them. Here are a selection of those mails. How do you type with boxing? Also wie man mit Boxhandschuhen antippt. Bist du ein Stein? Okay, wir lassen die komischen Fragen. Schauen uns hier mal das Bild an. Was ist das da? Die Lounge. In der früheren Version. Ja, early version of the Lounge. Also wir werden uns hier nur noch das Zeug angucken. So sah der Karo-Lift früher mal aus, in der früheren Version. Das war ja alles ursprünglich eine Mod und kein extra Spiel. Und hat sich erst nach und nach so entwickelt. Hier ist nochmal ein Bild, auch vom Karo-Lift. Der Lift, wo wir immer runterspringen. Okay, man hatte früher 15 Sekunden Zeit, um das Phone abzupicken. Nee, das Telefon abzuhören, also anzunehmen. Aha. One Option. Gerade wie es im Endeffekt aussieht. Keiner dieser Sachen wurde übernommen, glaube ich. One Option, two Options, went. Also im Endeffekt kommt man in dem Maintenance erst nach, also in dem Wartungsraum erst nach der Lounge, dort wo wir immer links gehen sollen und es nie tun. Ja, die einfachste Version hat gewonnen. Finde ich gut. Was ist das hier? Das Set-Ending-Modell. Kennen wir auch noch nicht. The game is now paused. Es ist einfach so schön, wenn man Enden nicht kapiert. Ja. Set-Ending. Was seid ihr? Schalter, die ich nicht umlegen kann. Okay, das ist okay. Das ist fair. Muss man ja auch nicht. Jetzt schauen wir hier drüben nochmal, was es hier noch so gibt. Ein Aufzug. Den wir auch noch nicht gesehen haben. Den Raum haben wir auch noch nicht gesehen. Ein zerstörtes Labor. Sowas in etwa haben wir schon mal gesehen. Hier hinten bei dem Zeug waren wir schon. Hier gibt es einfach noch ein paar Büroräume. Okay. Ich mache jetzt mal ein bisschen schneller, damit wir nicht zu lange in dem Museum rumhängen. Aber wie gesagt, in dieser Folge kommt sowieso nichts anderes mehr als das Museum. Das Ende in der Freiheit. The Countdown Ending hatten wir auch noch nicht. Nochmal ein bisschen Freiheitsendung. Ending. Verschiedene Designs für das Office. Eine Uhr. Das ist cool, eine Uhr. Das war scheiß. Sowas schon mal gesehen? Da war unser Escape-Dingens vorhin, wo wir zur Seite weggegangen sind. Und was ist das hier? They're throwing a surprise party for him for all his button pushing. Does that sound plausible to you? Outtakes für den Erzähler. Könnten wir uns jetzt stundenlang anhören. Aber ich muss sagen, nee. Nee. Wir wollen uns jetzt nicht so lange strecken. Wir gehen jetzt mal weiter. Wir gehen jetzt hier hoch gleich. Hier rechts. Dann wieder links. Dann wieder rechts.
Da waren wir als einziges noch nicht und das ist Exit-Schild drüber. Und da gehen wir jetzt einfach mal hin. Oh, look at these two. How they wish to destroy one another. How they wish to control one another. How they both wish to be free. Auf. Can you see? Can you see how much they need one another? No, perhaps not. Sometimes these things cannot be seen. But listen to me. You can still save these two. You can stop the program before they both fail. Push escape and press quit. There's no other way to beat this game. As long as you move forward, you'll be walking someone else's path. Stop now and it'll be your only true choice. Ich will nicht Stopp drücken. Ich will nicht. Tja, Spiel neu starten. Und damit war's das für die heutige Folge. Wenn es euch gefallen hatte, lasst doch einen Daumen nach oben da und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dann, auf Wiedersehen.